dass man sich doch bitte neu ordnet hier in Europa und vor allen Dingen auch wir Deutsche, dass wir uns zusammenreißen und keine Brandmauern einziehen. Ja, das sagen Sie. Also, ich frage Sie. Ja, aber ich sehe das anders. Ins Nirgendwo. Schauen Sie sich das an, wo unser Land steht. Aber also ganz die ganze Wirtschaft wird deindustrialisiert. Ja, aber da ist doch gerade die Problemstellung. Natürlich, die Problembeschreibung ist vollkommen klar. Nee, aber anscheinend ja nicht. Wir haben maximale Probleme mit der Energieversorgung. Es braucht einen Plan. Das EEG die Frage ist nur an Sie noch mal gerichtet. Das ist ein Mann, der für viele ein rotes Tuch ist. Sie haben selber im Jahr 2017 versucht, ihn aus der AfD auszuschließen. Sie haben ihm damals eine Nähe zum Nationalsozialismus im Bundesvorstand attestiert. Meine Frage an Sie, was ist in der Zwischenzeit passiert? Hey Leute, es ist mal wieder soweit. Es ist immer das gleiche Spiel. Der ÖRR-Moderator unterbricht ständig, labert ohne Ende und versucht mit allen Mitteln, Alice Weidel aus der Fassung zu bringen. Anstatt sachlicher Fragen gibt's nur Framing und das übliche Höcke-Bingo, weil echte Argumente offenbar Mangelware sind. Aber Weidel lässt sich nicht beirren, bleibt souverän und stellt den Moderator bloß. Ein echtes Lehrstück, wie man sich gegen diese Masche wehrt. Unbedingt anschauen und nicht vergessen, liken, abonnieren und kommentieren. Auf geht's! Herzlich willkommen zu diesem Farbe bekennen. Die Botschaften sind knallig. Die Wirtschaft geht den Bach runter. In der Schule lernen die Kinder nur noch Gendersprache. Windmühlen verschandeln die Landschaft. Und überhaupt regiert werdet Deutschland, Zitat, von Idioten. Keine Partei beschreibt die Lage unseres Landes so drastisch und scharf wie die AfD. Heute Abend aber wollen wir weg von der Problembeschreibung und sehen, ob die AfD-Kanzlerkandidatin eine Vorstellung hat, wie genau und konkret sie denn die Probleme lösen würde. Willkommen zum Farbe bekennen. Willkommen, Alice Weidel. Hallo, Herr Preis. Schönen guten Abend. Frau Weidel, Sie bekommen in den letzten Wochen des Wahlkampfs überraschend viel Unterstützung von der neuen amerikanischen Regierung. Elon Musk tritt bei AfD-Wahlkampfveranstaltungen auf. J.D. Vance empfängt Sie in München. Warum ist Ihr Erfolg im Interesse der neuen amerikanischen Regierung? Ich glaube, dass wir einem Paradigmenwechsel unterliegen. Und J.D. Vance hat ja eine viel beachtete Rede gehalten am Freitag. Und ich finde, es hat mich daran erinnert, als 1989 Gorbatschow nach Ost-Berlin gegangen ist und dort gesagt hat zu dem DDR-Regime: Passen Sie auf, dass Sie nicht zu spät sind, denn wer zu spät ist, dem bestraft das Leben. Es ist ein Paradigmenwechsel und ich glaube, es ist eine Art Aufweckruf, ein Weckruf gewesen, dass man sich doch bitte neu ordnet hier in Europa und vor allen Dingen auch wir Deutsche, dass wir uns zusammenreißen und keine Brandmauern einziehen. Jetzt sind die amerikanische Regierung, Donald Trump, nicht bekannt als Aktivisten irgendwo in anderen Ländern die Meinungsfreiheit zu promoten, sondern die haben klare Interesse. Make America Great Again. Inwiefern können Sie denen dabei helfen? Ich glaube, jede Regierung in jedem Land sollte die nationalen eigenen Interessen zuvorderst vertreten. Aber wie tun das die Amerikaner, indem sie sagen, wählt in Deutschland die AfD? Hinter der amerikanischen Regierung, wir haben es bei der Amtseinführung gesehen, sitzen zum Beispiel die Chefs der sozialen Netzwerke. Die sagen Meinungsfreiheit, meinen aber häufig auch freie Fahrt für das Milliardengeschäft, auch in Europa. Sind Sie deren Unterstützer jetzt? Ja, das sagen Sie. Also, ich frage Sie. Ja, aber ich sehe das anders. Ich finde es sehr gut, dass Elon Musk die Meinungsfreiheit hochhält über sein Account X. Und das ist ihm wichtig. Und mir ist auch die Meinungsfreiheit in Deutschland wichtig. Und ich sehe sie auch gefährdet. Alle Menschen, mit denen ich zu tun habe, also meine Wählerschaft, unsere Wählerschaft, wissen Sie, ich repräsentiere unsere Wähler ja nur, sie haben alle Scheren in den Köpfen und sie trauen sich nicht mehr das zu sagen, was sie wirklich denken, weil sie denken, dann am nächsten Morgen klopft die Staatsanwaltschaft an und sie haben eine Hausdurchsuchung. Also es sind, bitte, was wollen Sie sagen, Herr Kurze Preis? Frage nochmal, weil wir auch weiter wollen bei dem Thema. Aber ja, zum Thema Meinungsfreiheit in den USA, Donald Trump hat ja auch eine spezielle Form davon. Sagen Sie noch Golf von Mexiko oder schon Golf von Amerika?
Das ist nicht unsere Angelegenheit, das ist die Angelegenheit der USA. Ich mache hier Wahlkampf für die Interessen unseres Landes. Und ich möchte, dass dieses Land wieder nach vorne kommt, dass es reich wird, dass es wohlhabend ist und dass sie vor allen Dingen eine sichere Energieversorgung haben und dass die Menschen wieder eine sehr gute Versorgung haben und Geld verdienen und die Sicherheit in unserem Land gewährleistet. Ich interessiere mich momentan wirklich für nichts anderes. Ich möchte, dass dieses Land wieder nach vorne kommt. Zu beiden Themen kommen wir gleich. Gerne. Ganz kurz, Donald Trump spricht jetzt mit Russland über ein Ende des Krieges in der Ukraine. Es gab heute erste Verhandlungen in Saudi-Arabien. Und Donald Trump hat die Europäer schon vorab per Fragebogen gefragt, wer schickt denn Friedenstruppen? Sie als Kanzlerin, würden Sie die Bundeswehr dann in die Ukraine schicken? Ich glaube, dass die Bundeswehr überhaupt gar nicht beteiligt sein sollte in dem Ukraine-Krieg. Ja, das ist erstmal vornehmlich, kann er das fragen. Wir werden die Frage später beantworten. Grundsätzlich ist es sehr gut, dass Trump als einziger überhaupt Friedensverhandlungen gefordert hat, ernsthaft. Und eigentlich fordert er genau das, was wir als AfD seit 3 Jahren fordern, nämlich einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen. Dieser Krieg in der Ukraine ist völlig unnötig. Ganz kurz trotzdem nochmal. Und er entspricht auch nicht den Frieden dort auch sichern. Und das ist die Aufgabe, die auf eine Bundeskanzlerin zukommt. Und der Ukraine-Krieg, ja genau, aber ich hätte mich ganz anders verhalten als Bundeskanzlerin. Aber das können Sie jetzt nicht mehr. Jetzt ist ja das die Lage. Der Punkt ist ja, wir reden ja über Probleme. Das ist ja nicht nur der Ukraine-Krieg und die Entsendung der deutscher Truppen. Das ist es ja gar nicht mal. Alle Probleme, die wir hier besprechen, die heute in Deutschland vorhanden sind, haben die Ursachen in allen anderen Parteien in der Regierung. Die CDU, SPD und Grünen, die haben diese Probleme verursacht. Ein zentrales Thema Ihres Wahlkampfs ist der Stopp illegaler Migration. Sie haben kürzlich gesagt, von Tag 1 an wären die Grenzen geschlossen. Ja. Würden Sie dafür einen Zaun bauen? Wie bitte? Würden Sie dafür einen Zaun bauen? Wenn es nötig ist, natürlich. Wir brauchen sichere Grenzen und wir werden die illegale Migration stoppen. Und das wäre eigentlich auch Aufgabe einer jeden Regierung gewesen, die eigene Bevölkerung zu schützen. Jetzt waren Sie kürzlich, vergangene Woche in Ungarn. Viktor Orban hat einen Zaun gebaut. Gott sei Dank. Wo würden Sie sagen, in Deutschland würden Sie anfangen damit? Viktor Orban hat Gesetze umgesetzt. Er hat die Außengrenzen geschützt und muss dafür Strafe zahlen bei der EU. Und das führt eigentlich auch vor Augen, wie absurd das Konstrukt der Europäischen Union ist. Noch mal ganz kurz, Sie haben gerade gesagt, Sie würden einen Zaun bauen. Die Deutschen würden gerne wissen, es ist mir egal, wie wir das machen. machen. Nein, Sie müssen mich gar nicht danach fragen. Das ist Aufgabe der Bundespolizei. Wissen Sie eigentlich, dass der Chef der Bundespolizei, Sie wissen, dass er Journalist, er hat damals Angela Merkel signalisiert, 2015, die Bundespolizei ist bereit, unsere Grenzen zu sichern. Und die CDU hat politisch darauf verzichtet, unsere Grenzen zu sichern. Und Deutschland ist ein Staat de facto ohne Grenzen. Genau, Sie haben gerade gesagt, Sie würden auch einen Zaun bauen. Ist einer illegalen Migration ausgesetzt mit einer erodierenden inneren Sicherheitssituation. Wie würden Sie, wenn Sie, die Bundespolizei baut ja nicht einen Grenzzaun und das wurde auch damals nicht vorgeschlagen. Aber wenn Sie den Grenzzaun bauen würden, wie würden Sie da, bräuchte es da ein nationales Gesetz zur Enteignung aller Grundstücksbesitzer an der deutschen Außengrenze? Ganz ehrlich, ich werde mich überhaupt gar nicht jetzt auf diese Detailfragen einlassen. Wo der politische Wille ist, da ist auch ein Weg. Natürlich kann Deutschland, wenn Deutschland den Willen hat, die Grenzen zu sichern, kann Deutschland auch die Grenzen sichern, natürlich. Ein weiteres wichtiges Thema der AfD im Wahlkampf ist niedrigere Strompreise. Die Menschen stöhnen darunter, aber auch die Unternehmen sagen, die sind zu hoch. Welchen Strompreis, Industriestrompreis streben Sie an? Ja gut, also wir sind beim Industriestrompreis 3-mal so hoch wie China und USA. Können Sie einfach eine Zahl sagen? Was wir können 3,5 Cent pro Kilowattstunde. Wir sind ja momentan bei über 10 Cent pro Kilowattstunde ungefähr und wir sind damit nicht mehr wettbewerbsfähig. Und dementsprechend hauen alle Unternehmen, lassen Sie mich das bitte noch beenden, darum hauen ja auch alle deutschen Unternehmen ins Ausland ab, weil sie nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Sie können ja nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren, weil die Energiekosten zu hoch sind. China und USA sind rund bei 3,5 Cent pro Kilowattstunde. Wir sind viel zu teuer. Das ist auch im Übrigen der Grund, noch ein wichtiger Fakt, warum die Foreign Direct Investments, also die Direktinvestitionen aus dem Ausland nach Deutschland, eingebrochen sind und fast auf Null sind. Wir haben am Anfang gesagt, wir wollen nicht so stark das Problem beschreiben, sondern was machen Sie in Deutschland, damit der Strompreis
auf 3,5 Cent Technologieoffenheit. pro Kilowattstunde. So ganz kurz für die Zuschauer vielleicht noch kurz zur Erklärung. Momentan liegt der Industriestrompreis ungefähr bei 17, 18 Cent und für die Firmen, die eine Ermäßigung haben, bei ungefähr 11. 3,5 wäre also wirklich eine sehr starke Entlastung. Wie kriegen Sie das hin? Wie in China und USA und andere Staaten auch, die kriegen das hin, weil sie grundlastfähige Kraftwerke haben. Sie haben eine grundlastfähige Energieversorgung, die Deutschland im Übrigen vorher auch hatte, über Kernkraft, die CO2 ist. CO2-neutral ist, dann brauchen wir Kohle und Gas. Und meinetwegen auch, und das habe ich auch schon vordergängig gesagt, gerne auch erneuerbare Energien, aber nicht mit diesen gigantischen Subventionen. Sie können gerne gebaut werden, aber nur, wenn sie rentabel sind ist das und nicht eine Lösung für subventioniert. den jetzt? Sie versprechen den Leuten, dass der Strompreis deutlich sinkt. Das sind Lösungen, die Richtig. viele, viele Jahre dauern. Gibt es da Missverständnis? Sie wollen Nein, in 10 Jahren den Strompreis deutlich gesenkt haben. Nein, ich will ihn sofort gesenkt haben. Und das wäre auch sehr gut der hiesigen Politik zu Gesicht gestanden, dass sie vor allen Dingen die letzten 6 Kernkraftwerke nicht abstellt. Das hat ja die Ampel verbrochen. Und im Übrigen ist es Angela Merkel gewesen. Die sind ja jetzt gewesen. abgestellt. Was tun Sie dafür, dass es wieder Atomkraft in Deutschland gibt? Ja, also Sie müssen es wieder anstellen und wenn das nicht möglich ist, dann müssen Sie neue Kraftwerke verplanen. Und vor allen Dingen müssen Sie dort Gas einkaufen, Erdgas, wo es am günstigsten ist. Zum Thema Kernkraftwerke, weil Sie gerade, man muss sie wieder anstellen. Sie kommen ja, Ihr Wahlkreis ist in Baden-Württemberg, da sitzt die Firma NWW als Energieversorger. Ja. Die sind auch der Betreiber des AKWs Neckar-Westheim 2 gewesen. Das letzte, was jetzt mit abgestellt wurde im April 2023. Wir haben die gefragt, gestern. Antwort. Der Rückbaustatus der Kernkraftwerke ist jetzt, Zitat, irreversibel. Eine Diskussion über eine weitere Nutzung der Kernkraft hat sich vor diesem Hintergrund erledigt. Planung und Bau, das ist nicht, was ich sage, sondern was uns NBW schreibt, Planung und Bau einer neuen Anlage würden mindestens bei mehr als einem Jahrzehnt liegen. Und ein Fazit, der Neubau von Kernkraftwerken in Deutschland ist keine Lösung der Fragen zur heutigen Problemstellung der Energieversorgung. Warum wissen Sie das besser als ein Kraftwerksbetreiber? Also ein Kraftwerksbetreiber müsste wissen, warum Deutschland die höchsten Energiepreise weltweit hat. Und das ist das komplette Versagen der Politik in der Energiepolitik. Wir haben keine Marktwirtschaft mehr auf dem Energiemarkt, sondern eine hochsubventionierte Politik, eine grüne Wende ins Nirgendwo. Schauen Sie sich das an, wo unser Land steht. Aber also die ganze Wirtschaft wird deindustrialisiert. Ja, aber da ist doch gerade die Problemstellung. Natürlich, die Problembeschreibung ist vollkommen klar. Nee, aber anscheinend ja nicht. Wir haben maximale Probleme mit der Energieversorgung. Es braucht einen Plan. Das EEG die Frage ist nur an Sie nochmal gerichtet. Die Leute glauben, dass Ihr Programm dazu führt, dass sehr schnell die Energiepreise deutlich niedriger werden. Ist das ein Missverständnis? Die Energiepreise deutlich niedriger, aber natürlich, weil wir zurück wollen zu einer grundlastfähigen Energieversorgung. Das ist recht einfach. Wir werden auch das EEG abschaffen. Wir wollen keine Wettbewerbsverzerrung mehr auf dem Energiemarkt haben. Wir wollen, dass unsere Unternehmen wieder profitabel produzieren können. Und wir werden auch die Steuern und Abgaben senken. Wir werden die Bürokratie abbauen. Und vor allen Dingen werden wir das Bürokratiemonster CO2-Abgabe, da wird davon gesprochen, auch die reinste Mogelpackung, dass wir jetzt in den CO2-Zertifikatehandel eingestiegen sind in der EU. Das ist falsch. Es ist eine neue Steuer. Und die CDU hat im Übrigen dort mitgemacht. Das wurde ja klammheimlich beschlossen. Wissen Sie, zu was das führen wird 2027? Jetzt haben wir die ganze Zeit sehr deutlich so gesprochen. Sie haben gesagt, wir werden das machen. Und wir haben jetzt durchgespielt, was würde passieren, wenn Sie Kanzlerin werden. Die Realität ist aber gerade so, dass alle anderen Parteien ausschließen, mit Ihnen eine Koalition einzugehen. Sie kritisieren das und sagen, das ist eine undemokratische Brandmauer. Gleichzeitig, eine Woche vor der Wahl, bringen Sie Björn Höcke als Minister in Deutschland ins Spiel. Ein Mann, der wirklich für viele in den anderen Parteien wirklich ein rotes Tuch ist. Warum machen Sie das, wenn Sie doch so gerne eine Koalition bilden würden? Entscheidend ist für uns das Wahlprogramm. Wir wollen Freiheit in unserem Land haben. Wir wollen mehr Wettbewerb. Wir wollen die Menschen entlassen, die arbeitende Bevölkerung. Das haben Sie eben schon gesagt. Warum bringen Sie Björn Höcke ins Spiel, jemand, der wirklich für die anderen Parteien ich habe ja gesagt, ich habe gesagt, dass etwaige hypothetische Ministerposten, da sind wir ja auch überhaupt gar nicht, intern sondiert werden. Und wer das sein könnte, das wird bei uns intern gesprochen. Die Probleme liegen doch ganz woanders. In einem Interview in einer
großen Sonntagszeitung gesagt. Also intern ist das nicht. Ja, da wurden dann die Fragen und hier und da. Also ich kann Aber Ihnen einfach nur sagen, es ist doch völlig egal. Für die Leute ist das alles egal. Die Leute haben kein Geld mehr in der Tasche. Sie sitzen teilweise auf der Straße. Verstehe ich. Sie Den Punkt haben saufen wir gerade wirklich ab besprochen. Ich unter würde hohen trotzdem von Preisen Ihnen- und Inflation, Herr Preis. Aber da sind die wahren Probleme. Die, und aber nicht die irgendwie haben ein wir Höcke besprochen. hin und her. Jetzt habe ich Ihnen dazu noch eine Frage gestellt. Gerne. Ich möchte gerne noch von Ihnen wissen, das ist ein Mann, der für viele ein rotes Tuch ist. Sie haben selber im Jahr 2017 versucht, ihn aus der AfD auszuschließen. Sie haben ihm damals eine Nähe zum Nationalsozialismus im Bundesvorstand attestiert. Meine Frage an Sie, was ist in der Zwischenzeit passiert? Ist Björn Höcke ein normaler Politiker geworden oder ist Ihre Toleranz für solche Stimmen in der AfD größer geworden? Also das Parteiausschlussverfahren damals war im Zuge seiner Dresdner Rede. So, und ich habe ihn besser kennenlernen können. Herr Höcke ist ein freiheitlich denkender Mensch, der für die Rechte der Menschen eintritt. Und er hat einen fulminanten Wahlkampf in Thüringen gemacht. Er hat das beste Wahlergebnis eingefahren. Und er ist ein sehr, sehr guter Politiker, der genau wie ich dieses Land nach vorne bringen möchte und für die Menschen da ist. Und dementsprechend kann auch ich zugeben, damals einen Fehler gemacht zu haben, das auch mit unterstützt zu haben. Aber das ist bei uns alles intern geklärt und auch vom Tisch. Wir wollen ein freiheitliches Deutschland haben, wir wollen ein reiches, wohlhabendes Deutschland haben. Das stört Sie nicht mehr, und was er über die deutsche Geschichte aber das gesagt ist das, was die Menschen Okay, was ich frage die nur, ob Menschen Sie stört. Sie wirklich stört es nicht mehr. Und es Ich gibt möchte gerne über Wirtschaft viele sprechen. Das ist andere doch drängende viel Probleme relevanter. in Ihrem Land. Wir sind leider schon am Ende Schade. dieser Viertelstunde. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Dank Alice Weidel. Und das war unser Farbe bekennen mit der AfD-Kanzlerkandidatin. Morgen wird an gleicher Stelle hier Robert Habeck befragt. Für heute aus Berlin. Danke und tschüss. Alice Weidel stellt sich den Fragen des ARD-Hauptstadtstudios. Und was macht der Moderator? Unterbrechen, Framing, Polemik, aber keine echten Argumente. Man merkt sofort, es geht hier nicht um eine faire Diskussion, sondern um eine politische Inszenierung. Die Masche ist immer die gleiche, dauerhafte Unterbrechung. Weidel kann kaum ausreden, weil der Moderator ständig reinquatscht. Ist das noch Journalismus oder einfach nur Aktivismus? Keine Interesse an Inhalten. Statt über aktuelle Krisen, Migration oder Wirtschaft zu sprechen, wird mal wieder die Höcke-Keule ausgepackt. Immer das Gleiche, weil sie keine echten Argumente gegen Weidel haben. Manipulative Fragen. Der Moderator versucht, Weidel in eine Ecke zu drängen, aber sie kontert souverän und zerlegt die Suggestivfragen gnadenlos. Und genau das ist der Unterschied. Während der ÖRR krampfhaft an seinem Framing festhält, bleibt Weidel ruhig, faktenbasiert und entlarvt die Masche. Die wahre Blamage liegt nicht bei ihr, sondern bei den Journalisten, die ihre Neutralität längst über Bord geworfen haben. Jetzt seid ihr dran. Wie lange wollen wir uns diesen einseitigen Journalismus noch bieten lassen? Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.